Hallo, guten Tag, ich bin Vivian Lennart. Und ich bin Daniela Berglin. Und wir sind die Kuratorin der neugeborenen Art Gallery in den Räumen von Tresor West hier in Dortmund. Der Tresor West ist ein Techno-Club hier in Dortmund auf dem Gelände von Phoenix West in Dortmund-Hörde in einem alten Industriegebäude. Der Tresor West ist ein Ableger von dem ja bekannten Tresor in Berlin. Und der Besitzer Dimitri Hegemann hat mit dem Club noch mehr vor als nur Techno-Partys. Deswegen wurden wir gefragt. Er möchte hier einen Ort schaffen der Begegnung zwischen verschiedenen Formen von Kultur. Technokultur einerseits und Kunst andererseits. Die Künstlerin der ersten Edition, die wir hier in den einzelnen Höhlen und in den Innenräumen des Tresor präsentieren, sind zum Beispiel gleich am Eingang die Raumzeitpiraten. Die Raumzeitpiraten sind ein Kollektiv hier aus der Region, die mit Sound- und Lichtinstallationen arbeiten. Die Arbeit, die wir hier in der ersten Höhle sehen, ist der sogenannte GIF-Meister, eine Arbeit, die schon etwas länger existiert und die für den Club adaptiert worden ist. Der GIF-Meister gefiel uns deswegen so gut hier für diesen Ort, weil er interaktiv ist. Er hat im Grunde zwei Gesichter, eins in der Nacht und eins am Tag. Tagsüber, wenn der Club ruhig ist, so wie heute, reagiert die Arbeit auf den Sound der BesucherInnen. Nachts reagiert die Arbeit natürlich auf die Beats des Clubs. Wir haben natürlich bei der Auswahl der Arbeiten, die wir hier im Tresor West zeigen, im Kontext der Art Gallery, darauf geachtet, dass die Arbeiten nicht nur zu unserem Claim des Functional Perfection passen, sondern eben auch zu dem Arrangement, also zu dem Ort an sich, dem Club. Die Arbeit von Kerima Efasa heißt Second Scan. Also ist natürlich ein Wortspiel. Sie hat Körper 3D gescannt und hat diese Körper dann wiederum gedruckt auf vegane Seide, die natürlich einen starken Kontrast bilden zu diesem roughen Ort, wo wir uns befinden, in diesem Kellergewölbe. Mode und Club und Nachtleben gehören ja naturgemäß beinahe zusammen, weil es Ausdrucksweise des Selbsts an einem Ort, der eben abseits von dem Alltag und allen Erwartungen, die damit einhergehen, funktionieren. Die Arbeit von Florencia Alonso, Flor de Fuego, heißt You Make Me Scream und besteht aus mehreren LED-Panels und Kabeln, die sie zu einer Skulptur arrangiert und programmiert hat. You Make Me Scream steht eigentlich auch schon für den Prozess. Es ist ein Wortspiel mit You Make Me Scream und es geht eigentlich ums Scheitern. Denn die Arbeit sollte mal eine interaktive Arbeit werden. Das hat leider nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen. So ist es jetzt eine Auseinandersetzung mit dem Scheitern bei Work in Progress. Wenn man dann weiter durch den Club geht, kommt man zu einer Arbeit von dem Kölner Künstler Christian Keinstar. Und er hat eine ganz eigene Arbeit extra für den Ort entwickelt. Er hat sich keine der Höhlen ausgesucht, sondern einen sehr speziellen Ort hier in diesem Club, einen langen Gang. An den hat er einen 17 Meter langen Schriftzug angebracht. Und dieser Schriftzug, Sonne öffnet Zeit. Und er wollte das weiter gar nicht ausführen, findet aber, dass die Dimensionen des Clubs, gerade wenn die Nacht sich zum Tag wendet, in diesem Satz und der Meditation darüber sehr gut aufgefangen werden. Man muss sich einfach vorstellen, dass während des Clubbetriebs die Leute da chillen, dass der Satz aus dem Nebel auftaucht und die Objekte spiegeln und man gar nicht mehr sicher sein kann, was man liest, was man sieht und vielleicht auch, was man versteht. Eine zweite Arbeit gibt es noch von Christian Keinstar. Christian sagt ja von sich manchmal, er macht alles außer Malerei und tatsächlich ist das auch so. Er macht klassische Skulptur, er macht Performance, er macht auch Video und wir zeigen eine Videoarbeit von ihm. Das war allerdings auch eine Arbeit, die gibt es schon, seit 2017, glaube ich, hat er die aufgenommen. Recording. Und Recording zeigt Christian, wie er voller Inbrunst singt. Man hört den Ton nicht, man hört nur ein leichtes Britzeln und man sieht ein Mikrofon, das unter dieser Energie quasi zerbirst, dahinschmilzt. Christian arbeitet mit Gallium. Gallium ist eine seltene Erde, die bei 29 Grad schmilzt und das kommt ihm sehr entgegen, weil er an Prozessen interessiert ist. Er lässt Skulpturen entstehen und wieder schmelzen und das ist genau das, was wir auch in dieser Arbeit sehen. Die erste Edition
Diese Art Gallery läuft jetzt bis zum 19.02. Die ist während des Clubbetriebs natürlich zu sehen und wir haben aber auch Sonderöffnungszeiten. Wir bieten ab und zu Führungen an, wir haben aber auch besondere Events, zum Beispiel am 2. Februar. Wir öffnen auch noch für weitere Formate wie zum Beispiel Talks, Screenings, Performances etc.